Ja, herzlich willkommen und vielen Dank, dass ihr hier seid und insbesondere vielen Dank an das Organisationsteam. Wir von Wadi freuen uns natürlich besonders über das Thema des heutigen Tages, nämlich weibliche Genitalverstümmelung in Asien. Das ist ein Thema, für das Wadi seit über 10 Jahren gekämpft hat, dass es überhaupt auf die internationale Agenda kommt, dass man das überhaupt wahrnimmt, dass es das gibt. Und insofern ist es auch bedeutsam für den heutigen Tag, das nochmal zu erzählen, wie das war. Das ist nämlich in diesem Sinne eine Erfolgsgeschichte. Man kann daran erzählen, wie es ist, wenn man das Gefühl hat, erst gegen Windmühlen zu kämpfen und dann irgendwann ist es selbstverständlich. Und wie gestern auf der Veranstaltung, wo ich dann gefragt habe, wer wusste vorher, dass es weibliche Genitalverstümmelung in Asien gibt, da haben sich alle gemeldet. Vor 14 Jahren hätte sich da keiner gemeldet. Es war am Anfang sehr schwer. Wir hatten das Gefühl, wir sind vollkommen allein, keiner mag uns. Wadi ist eine Hilfsorganisation in irakisch-Kurdistan. Soweit erstmal zum Hintergrund. Dort machen wir unter anderem Projekte für Frauen, Demokratieprojekte, Projekte für Flüchtlinge. Wir haben Teams, die gehen in die Dörfer, reden dort mit Frauen über häusliche Gewalt und andere Themen. Im Jahr 2004 hörten wir erstmals von Khatna. Eine Mitarbeiterin erzählte, dass die Frauen in den Dörfern den Sex mit ihren Männern hassten, dass sie Schmerzen hatten. Wir waren schockiert. Unser Büroleiter glaubte es nicht. Weibliche Genitalverstümmelung im Irak, gibt es das nicht nur in Afrika? Aber dann fuhr er am Wochenende nach Hause in sein Dorf, fragte seine Schwestern, seine Mutter und war erschüttert. Sie waren alle verstümmelt und er hatte es nicht gewusst. Wadi startete dann eine Kampagne. Wir haben erstmal geguckt, was machen Leute in Afrika, was können wir hier machen. Wir entwarfen Infomaterial, unsere Mitarbeiterinnen gingen in die Dörfer und redeten darüber. Das war ein großer Tabubruch im Irak, aber damit hatten wir gerechnet. Womit wir nicht gerechnet hatten, war, dass es auch international ein Tabubruch war. Niemand glaubte uns. Die UN winkte ab. Das könne gar nicht sein. Das gibt es nur in Afrika. Wie viele hier wissen, ist sowas existenziell. Als Hilfsorganisation sind wir angewiesen auf Gelder von Regierungen, von internationalen Organisationen, Stiftungen. Und wenn die UN sagt, die spinnen, dann sagen auch andere, vielleicht geben wir denen besser kein Geld. Und so knicken manche ein und bringen dann Themen nicht mehr auf die Agenda, weil sie denken, oh, damit ecke ich an. Wir haben aber weitergemacht. Wir haben die UN gepiesackt. Wir haben ihnen die Ergebnisse unserer Studien geschickt. Wir haben ihnen immer wieder auch Berichte von Opfern geschickt. Wir haben immer wieder gefragt, wann kommt ihr endlich und macht eine Studie im Irak? Das haben sie dann schließlich gemacht, ich glaube 8 Jahre später. Und dann haben sie Irak auch auf die Karte genommen, die Karte, wo FGM existiert. Und das war dann so, also auf der Karte der UN ist immer noch eigentlich nur Afrika und dann Irak. Sie haben dann auch ein großes Programm von uns finanziert. Also an der Front erstmal alles gut. Aber wir hatten noch ein anderes Problem. Wir guckten nämlich längst auf eine andere Karte. Wir hatten einen Zusammenhang festgestellt. Nämlich im Irak, in Kurdistan, erfuhren wir, dass es insbesondere die Religionsgelehrten waren, die die Leute aufforderten, ihre Mädchen zu verstümmeln. Das sind dort Schafiiten und wir stellten fest, die schafiitische Rechtsschule, das ist eine der 4 großen Rechtsschulen des sunnitischen Islams, fordert weibliche Genitalverstümmelung als zwingend für Musliminnen. Die anderen 3 Rechtsschulen sagen, es ist Sunna oder eine gute Tat, man muss es nicht machen. Und da fingen wir an zu überlegen, Moment mal, es gibt in Asien eine ganze Menge Schafiiten. Wenn deren Religionsgelehrte das sagen, ist es dann nicht plausibel, dass diese Leute das tun, was ihnen in den Moscheen gepredigt wird? Vielleicht
wenn wir so ein Problem hatten mit dem Thema im Irak, vielleicht kommen andere mit dem Thema auch nicht durch. Und wir haben dann erstmal gegoogelt. Wir haben auf Englisch und auf Arabisch, haben wir auch ein paar alte Bücher gelesen von Anthropologen, die das für einige Länder beschrieben. Und wir haben festgestellt, ja, sehr viel. Nun muss man dazu sagen, bevor ich jetzt erzähle, wo es das überall gibt, nicht, dass Sie denken, das sind alles Schafiiten, es ist nicht so einfach. Also nicht alle Schafiiten praktizieren FGM und nicht alle, die FGM praktizieren, sind Schafiiten. Es gibt auch Christen, Juden, andere und es gibt auch Muslime anderer Rechtsschulen, die es praktizieren. Also es ist nicht ein ganz einfaches Bild. Aber wir kamen mit diesem Gedanken weiter, weil wir nämlich erstmal überhaupt geguckt haben und überhaupt bestimmte Fragen gestellt haben. Und dann eben Zeitungsartikel, Blog-Einträge in den Ländern gefunden haben, aus Oman, aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, Indien, Pakistan, Iran, Malaysia, Singapur, Brunei, Sri Lanka und von den Malediven. In vielen Ländern wurde dieses Problem totgeschwiegen. Im Oman und in Indien hatte das lokale UNICEF-Büro sogar Aktivistinnen wieder weggeschickt, die darauf aufmerksam machen wollten, dass das passiert, mit der Begründung, nee, das gibt es hier nicht. Man fragt sich, wie kann das sein? Frauenrechtlerinnen vor Ort gehen zu UNICEF und sagen, wir haben hier ein Problem. Und UNICEF sagt, nein, habt ihr nicht. Wir entdeckten auch, dass es längst große Studien zu Indonesien gab. Die wurden aber nirgends erwähnt. Ein Aktivist aus Malaysia erzählte uns von Südthailand und Kambodscha. Ein Filmemacher, der Russisch konnte, erzählte uns von Dagestan. Und es entstand eine völlig neue Karte vom Vorkommen von FGM. Tatsächlich ist FGM in Asien fast genauso verbreitet wie in Afrika. Und noch immer ist diese Karte nicht vollständig. Kürzlich hat mir eine Projektpartnerin aus dem Iran eine neue Studie geschickt, aus Hormozgan, das ist im Süden vom Iran. Und da fiel mir auf, besonders betroffen von weiblicher Genitalverstümmelung war eine Gruppe von Flüchtlingsfrauen. Die kamen aus Afghanistan. Das hatten wir bisher noch überhaupt nicht auf dem Schirm. Warum konnte das so vielen Menschen so viele Jahre entgehen, dass FGM auch in Asien existiert? Dass es auch dort Kinder traumatisiert, Frauen verzweifeln lässt und Ehen zerstört. Die Informationen waren doch da. Man musste doch erstmal einfach nur googeln. Wieso hat das niemand gemacht? Aber mit unserem Gedankengang hatten wir einen zweiten Tabubruch begangen. Wir hatten festgestellt, dass es eine islamische Rechtsschule gab, die FGM vorschrieb. Und das traute sich damals niemand zu sagen. Viele trauten sich nicht einmal, es überhaupt zu denken. Für uns hingegen war das ein logischer Gedanke. Wir haben alle lange im Nahen Osten gelebt, viele von uns stammen von dort her. Daher wissen wir, Menschen- und Frauenrechtlerinnen aus islamisch geprägten Ländern kämpfen immer, auch gegen die herrschende Auslegung von Religion. Das ist dem Islam nicht eigen. Auch andere Religionen wurden und werden so ausgelegt, dass man sie kritisieren muss. Das zu sagen, sollte kein Tabu sein. Und in diesem Sinne danke ich euch allen, dass ihr heute gekommen seid und damit ein Zeichen setzt gegen solche Tabus.